Es könnte so schön sein mit den Platanen vor Herbert Schroths Grundstück in Rödermark. Wäre da nicht jedes Jahr der Ärger mit dem Laub? Im Prinzip sind die Bäume schön. Ich habe auch nichts gegen die Bäume. Ich meine, gerade jetzt im Herbst, wenn man sieht, welche Farben die tragen, ist das eine herrliche Angelegenheit. Aber wenn die Blätter fallen, ist es halt mit enormem Aufwand verbunden für die Anwohner, die halt hier gerade wohnen. Heißt, im Herbst ist der Besen Herbert Schroths bester Freund. Wenn Sie davon ausgehen, dass wenn Sie hier mal den Bereich hier sehen, wenn Sie nur, also ohne mal das hier, wenn ich nur das hier sauber mache und an der Seite, können Sie mal davon ausgehen, dass Sie am Tag 1,5 Stunden bis 2 Stunden brauchen, ohne das Wegfahren. Und das vielleicht 3-mal die Woche. Da kommt schon was zusammen, ja. Der 63-Jährige kann sich durchaus schönere Hobbys vorstellen. Zumal die Bäume vor seinem Haus nicht ihm, sondern der Stadt gehören. Wie gesagt, andere gehen ins Fitnessstudio und zahlen 38 € im Monat. Ich krieg's von der Stadt subventioniert, ist auch schön. Ein Fitnessprogramm in Dauerschleife. Das Frustrierende ist, sie kehren die Blätter weg. 4 Stunden später liegt es wieder voll. Das ist natürlich dann, wo man sagt, man hätte es auch liegen lassen können. Was man natürlich dann zwangsläufig ja dann doch nicht macht, weil man es einfach nicht mehr sehen kann. Mein Anliegen war ja nie oder ist ja nie, dass man die Bäume wegmacht, sondern mir wäre schon gelegen, wenn man mal die Bäume ein bisschen schneiden würde, weil das mittlerweile auch schon aus dem Ruder läuft. Das muss man einfach so sagen. Arthur Singer von der Stadt Rödermark kann den Frust durchaus verstehen. Herbert Schroth ist nicht der einzige Anwohner, dem die Kehrarbeit über den Kopf wächst. Hilft aber nichts. Das Laub muss weg. Jeder, der vor seinem Grundstück also Laub hat oder Straßenmüll, ist verpflichtet, den selbst wegzukehren, wegzubringen, auch wenn das natürlich von städtischen Bäumen kommt. Bei Laub ist natürlich eine Gefährdung da, wenn es insbesondere feucht ist. Ne? Gerade bei der Jahreszeit, wenn es jetzt nass ist, ist es eine Rutschgefahr. Und da kann man schon durchaus so einordnen wie Schnee. Wenn jetzt ältere Leute, Gehbehinderte sind oder Radfahrer, die zum Beispiel mal Einmündung oder Kurve fahren, dann rutschen die weg. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn es stark regnet, wird das Laub nicht entfernt, ist der Gully verstopft, Pfützen stauen sich an. Übrigens, jede Stadt hat das Recht, selbst zu bestimmen, wer das Laub beseitigen muss. In den meisten hessischen Städten und Gemeinden stehen die Bürger in der Pflicht. Bleibt das Laub liegen, drohen Bußgelder bis zu 1.000 €. Aber könnten Städte und Kommunen den Anwohnern nicht entgegenkommen und die Bäume frühzeitig schneiden? Rechtliche Verpflichtung gibt es nicht und laut Rechtsprechung ist es auch hinnehmbar, dass die Anwohner das Laub wegräumen müssen, ertragen müssen, weil es kommt ja dem Allgemeinwohl auch zugute. Es kommt also auf den guten Willen der Stadt an. Auf den muss auch Herbert Schroth hoffen. Noch blickt er neidisch auf die Bäume seiner Nachbarin, denn die hat einen Kompromiss mit der Stadt ausgehandelt. Meine Nachbarin, die hatte ja die Bäume, die näher an ihr Grundstück stehen. Und klar, zwangsläufig, wenn die Blätter fallen, sind sie auch auf ihr Grundstück geflogen. Und das hat sie dann moniert über Monate. Und dann kamen sie und dann kommen sie jetzt jedes Jahr. Und Sie sehen ja das Ergebnis. Jetzt sind sie geschnitten im Frühjahr und über die Zeit blüht es ja wieder alles. Ist ja auch kein Nachteil, auch für den Baum. Und es funktioniert. Scheinbar muss man nur genug insistieren, dass es halt geht. Bis dahin muss Herbert Schroth noch fleißig Laub wegbringen, am Tag bis zu 10 Säcke. Kasseler, Offenbacher und Frankfurter haben es da leichter. Hier kümmert sich nämlich die Stadt um die Straßenreinigung. Allein in Frankfurt rücken täglich bis zu 300 Straßenreiniger aus, um die Wege vom Laub zu befreien. Die Kosten übernehmen Wohnungseigentümer und Mieter. Auch eine Lösung. Mal gucken, was der Anwalt zum Laub sagt. Schönen guten Abend, Stefan Gemmer. Herzlich willkommen. Hallo. Also erstmal ganz grundsätzlich. Wo muss Herbstlaub überhaupt entfernt werden? Auf allen Gehwegen rund um mein Grundstück. Also wo öffentliche Gehwege sind, wo Leute spazieren gehen dürfen oder laufen.
die muss ich sauber halten. Gut, und jetzt haben wir schon gehört, es gibt ganz unterschiedliche Regelungen. Mal macht es die Stadt weg, mal macht es der Mieter weg, der Eigentümer. Wo steht denn das, wer es wegmachen muss? Ja, die Stadt oder die Gemeinde kann eine Satzung oder eine Verordnung erlassen und das dort regeln. Die kann einfach sagen, wir machen es selber, aber ihr tragt die Kosten, oder ihr macht das selber, also ihr Grundstückseigentümer, ihr seid verantwortlich. Und die können das selber regeln. Aber meistens ist es wohl so, dass die Grundstückseigentümer dann verantwortlich sind. Gut, also im Zweifelsfall würde man beim Ordnungsamt mal anrufen und fragen, wie ist denn das eigentlich hier bei mir in der wenn Gemeinde? Wenn man sich nicht sicher weiß. ist, genau, dann soll die Gemeinde fragen. Okay, wenn ich jetzt im eigenen Haus wohne, dann scheint es dann auch relativ einfach zu sein. Da muss ich einfach selber kehren. So ist es, genau. So ist es. Ja. Wie ist es, wenn ich zur Miete wohne? Entweder in einem eigenen oder in einem Haus oder in einer Mietwohnung. Ja, da ist es möglich, dass der Eigentümer des Hauses sagt, du Mieter sollst das bitte wegmachen. Und das muss aber dann im Mietvertrag auch wirklich so vereinbart sein. Es muss im Mietvertrag stehen, du hast die Pflicht zu räumen, im Winter ja auch den Schnee und im Herbst das Laub. Aber wenn das nicht im Mietvertrag drinsteht, dann bleibt es bei dem Eigentümer. Es reicht also nicht aus, dem einfach zuzurufen, mach doch mal sauber. Zettel an die Tür hängen. Zettel an die Tür hängen, das reicht nicht aus. Es muss vertraglich vereinbart sein. Es muss im Vertrag stehen. Gut, und auch wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, ja, dann ist es meistens so, dass es wahrscheinlich umgelegt wird, die Kosten nachher. Ja, genau. Man sagt nicht, ich verlasse mich darauf, dass irgendein Mieter das macht, wenn der mal im Urlaub ist oder nicht da ist. Dann klappt das nicht. Man wird jemanden beauftragen, der das macht, und die Kosten umlegen. Genau, weil wer haftet bei einem Unfall? Also wenn zum Beispiel jemand ausrutscht und hinfällt? Ja, immer derjenige, dem die Verkehrssicherungspflicht obliegt. Also erstmal ist das dann der Grundstückseigentümer. Wenn er es weitergibt und an den Mieter und der Mieter das dann nicht macht, dann haftet grundsätzlich auch er. Der Mieter? Der Mieter, wenn Mieter. er seiner Pflicht nicht nachkommt. Gut. Also das kann sein, also erstmal haftet der Eigentümer, aber der gibt es dann weiter an den Mieter und sagt, du bist ja... Und wenn er das ordentlich gemacht hat, sozusagen, dann haftet er nicht mehr. Ja, genau. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Also wie oft kommt es bei Ihnen tatsächlich vor, dass jemand kommt und sagt, ich will Schadensersatz haben, ich bin da hingefallen und habe mir entweder die Hose dreckig gemacht oder viel schlimmer was gebrochen oder so? Also wenn nur die Hose schmutzig ist, wird man die Sache wahrscheinlich nicht in Angriff nehmen. Dann zahle ich lieber die Reinigung, bevor man da was macht. Ja. Aber wenn wirklich, ich hatte auch schon schwerere Verletzungen. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, es ist ziemlich schwierig, jemanden haftbar dafür zu machen, weil die Rechtsprechung da relativ großzügig ist mit der Haftung. Die sagt, im Herbst muss man halt auch einfach damit rechnen. Und wenn der Eigentümer seiner Verkehrssicherungspflicht zumutbar nachgekommen ist, dann haftet er auch nicht. Das heißt, wenn der alle... Ja, wollte gerade sagen, was ist jetzt zumutbar? Weil das Genau. jetzt im Film, fand ich schon grenzwertig. Also jeden Tag 1,5 Stunden Laub kehren ist schon ordentlich. Ja, das ne? ist schon sehr viel. Ja. Aber ich würde mal sagen, je nach Befall und je nachdem, wie viel nach da liegt. Laubbefall. Entfall. Alle 2 Tage, alle 3 Tage müsste ausreichen. Also man muss nicht jeden Tag und nicht jede Stunde rein. Wenn es im Herbst auch noch windig ist, ja, Ganz dann kann man genau. sich einmal umdrehen und dann liegt alles wieder Genau. voll. Also Sie würden sagen, was haben Sie gesagt, 2, 2, 3 3, Tage? 4 Tage, je nachdem, Okay. wie viel Laub rum. Wenn jetzt der Baum, der mein Bürgersteig immer voll weht, dem Nachbarn gehört, Da haben Sie Pech gehabt. Dann haben Sie, das ist so. Also es ist nicht so, dass der Nachbar für sein Laub haftet. Das Laub wird meistens auch nicht beschriftet, so dass man das gar nicht ordentlich zuordnen kann. Sondern wenn auf meinem Grundstück, auf meinem Gehweg Laub liegt, muss ich es wegmachen. Und da kann ich den Nachbar mal freundlich fragen, ob er es nicht machen möchte. Aber eine Pflicht gibt es nicht. also auf den Streit sollte man es nicht ankommen Nein, lassen. das macht keinen Sinn. Okay. Das macht keinen Sinn. Also oder ganz krass, ich kenne einen Fall, wo die Nachbarn tatsächlich einfach den fremden Baum umgemacht haben. Fakten schaffen nennt man das, glaube ich. Gute Idee, damit ist das Laub weg, aber sollte man natürlich auf gar keinen Fall machen. Erstens ist es verboten, es gibt eine Baumsatzung, man darf nicht einfach Bäume fällen. Und das ist dann auch, man muss ja das fremde Grundstück betreten, dann macht man sich unter Umständen auch strafbar. Keine gute Idee. Keine gute Idee, Keine gute also Idee, eher auf mal das keinen Gespräch Fall. suchen. Ja, und im Zweifelsfall, man muss es einfach wegmachen. Ganz genau. Und der Herbst geht ja auch rum. Ein doller Herbststurm und dann sind die Blätter meistens alle weggeweht, oder? Man spart das Fitnessstudio, haben wir jetzt gehört. Das macht ja auch Sinn. Okay, danke schön, Herr Gemmer. Gerne, sehr gerne. Also, grundsätzlich gilt, im Herbst fällt nun mal Laub. Da kann man als Fußgänger nicht von ausgehen, dass der Bürgersteig blitzeblank ist und muss eben vorsichtig sein beim Laufen. Aber Laub muss auch alle paar Tage entfernt werden, je nach Regelung vom Hauseigentümer, von den Mietern oder von der Stadt.